Drang, ich habe es jetzt 2-3 Mal schon gesagt, unsere Kunden besser zu machen. Wenn ein Hainbuch-Produkt auf den Markt kommt, dann muss es gewisse Vorteile haben. Das bedeutet für uns, es muss schnell rüstbar sein, es muss einfach für den Anwender sein. Bei uns lieben die Leute, was sie tun. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um das Thema Innovation, Fertigung und Technologie. Wir sind heute zu Gast bei der Firma Hainbuch, einem der führenden Anbieter für Spannmittel und Automatisierung. Und ich freue mich ganz riesig, heute hier Herrn Stefan Nitsche begrüßen zu dürfen. Stefan, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und gibst uns einen kurzen Einblick in die Firma Hainbuch. Sehr gerne, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich bin inzwischen 16 Jahre im Unternehmen, habe verschiedene Tätigkeiten begleitet. Inzwischen bin ich der Bereichsleiter für die Hauptprodukte. Sprich, ich bin zuständig mit meinen Teams für die Produkte. Wir haben den großen Anspruch, unsere Kunden täglich besser zu machen mit unserer Spanntechnik, mit unseren Schnellwechselsystemen oder auch mit unseren Automatisierungslösungen. Da arbeite ich mit meinen Teams dran. Das ist unser großes Thema. Ja, die Firma Hainbuch, ich denke, bekannt durch die Spanntechnik. Wir versuchen den Kunden am kompletten Prozess zu unterstützen. Fängt bei uns immer an beim Rüsten, geht dann über das Spannen hinweg zum Messen und Automatisieren. Ja, ich glaube, das beschreibt die Firma Hainbuch ganz gut. Gut, kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu deiner Person. Magst du uns mal einen kurzen Einblick geben, wie so ein typischer Alltag bei dir aussieht? Klar, gerne. Also ich glaube, den typischen Alltag gibt es nicht. Ich würde sagen, er ist sehr produkt- und kundenlastig. Also es gibt Tage, da ist schon die treibende Kraft bei den Produkten, geht Dingen hinterher, macht vielleicht nochmal eine Schleife, überlegt sich, wie passt das Produkt zu dem Markt oder zu der Branche. Es können aber andere Tage oder Wochen sein, dann ist kundenlastiger, gehe gerne raus zu Kunden, nicht nur national, auch international, weil es mir einfach wichtig ist zu sehen, was sind die Probleme der Kunden, also so dieser Problemfall, um den einfach in unsere Produkte integrieren zu können. Es kann aber auch sein, wir haben Tage, da gibt es viele Meetings im Haus, wo man Entscheidungen treffen muss. Wenn große Messen anstehen oder ähnliches, dann überlegt man sich ja schon einige Wochen, Monate davor, was man zeigen will. Das gehört genauso zum Alltag dazu. Ich weiß, wovon du sprichst. Mich würde aber dennoch jetzt mal interessieren, wir reden ja bei uns viel auch über typische Projektarbeit. Gibt es da so ein Projekt, wo du jetzt so sagst, das ist mir in Erinnerung geblieben, da erinnere ich mich gerne dran zurück? Ja, also ich glaube, grundsätzlich, ich will kein Projekt oder keinen Kunden schmälern. Es ist immer schön, wenn man merkt, man geht raus zum Kunde, man erörtert gemeinsam, wo es bei ihm hakt, wo man dem Kunde einfach was mitgeben kann, wo er sich verbessert. Und wenn er es nachher umsetzt und dann wirklich, ich sage jetzt mal, das Lob zurückkommt, dass wir da gemeinsam dran gearbeitet haben, das bezieht sich auf viele Projekte. Eines der Projekte, die ich direkt zum Anfang begleitet habe, das war mit der Firma, wo das Logo hat mit dem Apfel drauf. Das war wundervoll. Da hat auch so ein bisschen meine internationale Reise begonnen, mal mit einer Entsendung nach Amerika, einer Entsendung nach China. Das sind so Dinge, da tut man sich gerne so 12, 13 Jahre zurückerinnern. Spannend, spannend, spannend. Das heißt, der Arbeitsalltag ist natürlich auch von Stress geprägt. Wir haben Termindruck, wir müssen liefern. Wie findest du den Ausgleich zu deinem Arbeitsleben? Also grundsätzlich, bei mir ist so dieser Begriff Work-Life-Balance ein bisschen anders wie bei anderen Leuten. Ich finde immer, ich bin ein Mensch und für mich gehört beides dazu. Also ich habe da gar keinen Schmerz, abends nochmal eine E-Mails zu checken. Dadurch, dass wir ein internationales Unternehmen sind, hast du natürlich in den Morgenstunden vielleicht eher Kontakt mit Asien, in den Abendstunden eher nach Amerika rüber. Nichtsdestotrotz will man auch mal einen freien Kopf haben, weil ein freier Kopf gehört dazu, dass man auch wieder gute Ideen sammeln kann. Ja, ich gehe gern Mountainbiken, da sitzt man dann mal 2-3 Stunden auf dem Fahrrad. Berghoch denkt man vielleicht noch über vieles nach, aber bergunter, da muss man dann schon sich aufs Fahrradfahren konzentrieren. Ja, interessant, wie unterschiedlich da die Ausrichtungen sind. Ich schnapp mir dann gern meinen Hund und gehe einfach 1-2 Stunden durch die Natur spazieren. Ja. Das ist dann für mich so der passende Ausgleich. Was würdest du sagen, treibt dich an, sage ich mal, auch dann immer das abzuliefern, wo du eigentlich für stehst? Ja, ich glaube, da passt es ganz gut, dass wir unsere Kunden besser machen wollen. Ich bin viel unterwegs, man ist draußen bei Kunden und man sieht, wie die fertigen. Für uns ist immer so ein bisschen ein Dorn im Auge, wenn wir sehen, dass der Kunde mit dem Backenfutter arbeitet, wo man vielleicht mit unserem Spannkopffutter viel, viel besser agieren kann oder auch mit dem Spanndorn. Und wenn man das dann sieht, dem Kunden oder dem Anwender an der Maschine einfach erklärt, in Ruhe, sachlich die Argumente auf den Tisch legt, der Kunde sagt, komm, das testen wir mal, das setzen wir um. Und wenn man dann wirklich sieht, es geht von den Zykluszeiten runter oder
hat weniger Ausschuss, dann ist es für mich jedes Mal das Lob, das es bestätigt, weiter daran zu arbeiten, auch an Produkten von morgen und übermorgen, weil wir wollen ja überall nochmal ein bisschen an der Stellschraube drehen. Das treibt an, absolut, ja. Ja, jetzt hast du mir gerade ein Stichwort geliefert, weil wir von The Voice of CNC haben natürlich auch dir ein Gastgeschenk mitgebracht, weil wir freuen uns natürlich hier bei euch im Haus sein zu dürfen. Ich greife mal hier unter den Tisch und darf dir das mal überreichen und würde mich auch freuen, wenn du es direkt auspackst. Ja klar, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt. Geschenke sind immer toll. Wow, geht absolut in die richtige Richtung, ja. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich halte jetzt gerade meine Kamera. Super, vielen, vielen Dank. Also die nächsten Touren auf Mountainbike können geplant werden. Ja, das Wochenende ist gesetzt, was wir da tun. Vielen Dank, super. Wir wollen noch ein ganz bisschen über dich erfahren, deswegen kommt jetzt so eine Rubrik, die nennen wir 5 schnelle Entscheidungen. Okay. Ja, das heißt, ich würde dir jetzt entweder oder Fragen stellen, du müsstest dich schnell entscheiden und da wollen wir dich so ein bisschen besser kennenlernen. Erste Frage, Meer oder Berge? Berge. Das kann ich mir beim Mountainbike gut vorstellen. Zweite Frage, Strategiebesprechung oder unterwegs im Shopfloor? Strategiebesprechung. Aha. Schwäbischer Tüftlergeist oder internationaler Gameplayer? Absoluter Tüftler, weil ich glaube, da beginnt so vieles, ja. Da ist der Schwabe zu Hause, oder? Absolut, ja. Spezialisierte Spannmittel oder Allround-Talent? Ganz klar spezialisiert, also das ist das große Thema von heute. Würdest du auch sagen, da geht der Fokus hin, heutzutage muss man eine Spezialisierung haben oder würdest du eher sagen, man muss eher den Weitblick haben? Beides. Man sollte den Weitblick haben, wann man was Spezialisiertes einsetzt. Mit unseren Produkten, gerade auch mit unserer Spanntechnik oder mit unserem Schnellwechselsystem, hat man natürlich die Möglichkeit, in Sekunden- oder Minutenschnelle zu wechseln. Also sprich, ich kann das passendste, das geeignetste spezialisierte Spannmittel einsetzen, weil es mich gar nicht viel Zeit kostet. Also die Maschine steht nicht still. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, also das muss der Fokus sein, spezialisiert zu arbeiten. Letzte Frage, Rezept Feinschliff in der Küche oder optimierte Strategie in der Fertigung? Da würde ich ganz klar die optimierte Fertigungsstrategie nehmen. Deine Frau wird es dir danken? Die wird es mir danken, ja. Da bin ich, glaube ich, nicht so begabt in der Küche. Ja. Stefan, schwäbischer Tüftlergeist oder internationaler Technologieführer? Was beschreibt Heimbuch besser? Ich würde sagen beides. Es fängt an, klar, wir sind ein schwäbisches Unternehmen in der Garage oder hat so begonnen. Wir haben den Drang, ich habe es jetzt 2-3 Mal schon gesagt, unsere Kunden besser zu machen. Das bedeutet, wir tüfteln an den Produkten, wir schaffen gerne, wir packen die Dinge an. Und das hat uns natürlich auch dahin gebracht, wo wir heute sind. Wir sind ein international aufgestelltes Unternehmen. Wir haben 11 Tochtergesellschaften weltweit in den großen, wichtigen Märkten, arbeiten mit nochmal 40 Vertretungen in anderen Ländern zusammen. Also sprich, wir bringen unsere Produkte zu den Anwendern in die ganze Welt raus. Deswegen würde ich sagen, beides passt ganz gut. Jetzt weiß man auch, Heimbuch hat eine unwahrscheinlich spannende Historie. Vielleicht kannst du mir noch mal ganz kurz etwas über diese spannende Historie erzählen. Ja, also ich glaube, der größte Meilenstein bei Heimbuch war in den 70er Jahren die Erfindung des Spannkopfs. Kommt von der Spannzange. Ich habe sogar ein kleines Exponat hier. Wir waren einfach unzufrieden. Wir waren unzufrieden, dass dieses Produkt aus einem Material ist, das muss sich bewegen, das muss das Werkstück halten, aber genauso auch muss es stabil und steif spannen. Damals hat unser Seniorchef, der Herr Gerhard Rall, lange dran getüftelt. Wir haben den oberen Teil einfach abgenommen, haben es mehrteilig gemacht und überall, wo sich was bewegt, haben wir den Gummi eingebracht. Und daraus ist dann Ende der 70er Jahre unser Spannkopf entstanden. Ich glaube, dafür sind wir weltberühmt, haben die ganze Branche, den ganzen Maschinenbaumarkt geprägt. Und dann ging es natürlich Schritt für Schritt auch immer weiter. Das ist die Lösung für die Außenspannung. Wir haben es umgedreht für die Innenspannung mit unseren Spanndornen. Da haben wir auch nochmal den Markt revolutioniert. Ja, und dann kommen diese Heimbuch-Gimmicks, sagen wir immer. Also wenn ein Heimbuch-Produkt auf den Markt kommt, dann muss es gewisse Vorteile haben. Das bedeutet für uns, es muss schnell rüstbar sein, es muss einfach für den Anwender sein, gerade in Bezug Fachkräftemangel und was da alles noch auf uns zukommt. Das muss jeder eigentlich innerhalb von kürzester Zeit anwenden können und dann ist ein Heimbuch-Produkt. Und so schlängelt sich das eigentlich durch unsere Historie. Wenn wir nochmal den Fokus auf Heimbuch legen, was glaubst du, unterscheidet euch als Entwicklungspartner von anderen mittelständischen Technikunternehmen hier bei uns in Deutschland? Also grundsätzlich
spreche jetzt für alle Mitarbeiter hier bei Hainbuch. Ich glaube, wir lieben das, was wir tun. Das ist schon mal das Erste. Wir haben eine Leidenschaft entwickelt. Wenn wir sehen, dass der Kunde Hilfe braucht, dass er eine Spannaufgabe hat. Wir entwickeln über 1000 neue Lösungen pro Jahr, bringen auf wichtigen Leitmessen immer auch neue innovative Produkte auf den Markt. Meist mehr wie andere, also das kann man immer an 2 Händen abzählen, was wir da pro Jahr auf den Markt bringen. Das macht Hainbuch aus meiner Sicht aus. Also wir fuchsen uns rein. Dort, wo wir sehen, da gibt es noch nichts. Wir kriegen die Information vom Kunde und merken einfach, hey, da gibt es nichts auf dem Markt. Wir sind offen und ehrlich, wenn es was gibt, das schon gut genug wäre, würden wir darauf hinweisen. Aber oft sehen wir selber, hey, der Kunde hat da einen richtigen Schmerz und dem gehen wir hinterher. Und ich glaube, das macht uns aus und das schätzen auch viele Kunden weltweit, dass sie genau wissen, sie können uns da einsetzen, aber auch im Alltag. Also nicht immer nur, wenn es spezialisiert sein muss, sondern einfach auch, wenn der Kunde eine neue Maschine kauft, dann weiß der ganz genau, welche Vorzüge unsere Produkte haben und setzt uns gleich am Anfang mit auf die Maschine drauf, weil er im Alltag so viele Vorteile dadurch erzielt. Jetzt haben wir sehr stark die Firma Hainbuch beleuchtet. Wir haben viel erfahren. Erstmal vielen Dank für den Einblick. Sehr gerne. Jetzt würde ich mal so langsam rüberführen auf die Produkte und euer Produktportfolio. Gibt es das Highlight oder das Highlight-Produktgruppe, wo du sagst, das waren technologische Meilensteine? Ich meine, du hast schon gerade die Spanzange erwähnt. Gibt es da noch weitere bei euch im Produktportfolio? Ja, sie wird ganz klar den Spannkopf. Da muss ich korrigieren. Also wir sagen dazu der Spannkopf, weil es sich einfach entwickelt hat. Da haben wir jetzt einfach in den letzten 50 Jahren so viele Sprünge gemacht. Wir haben angefangen damals mit der runden Ausführung, inzwischen sind wir bei der sechseckigen. Einfach auch diese Weiterentwicklung, diese Evolution, das ist auch was Hainbuch prägt. Dinge, die gut sind, die müssen wir besser machen. So, also da ist vielleicht auch manchmal der Anspruch vom Kunde gar nicht da. Aber wir sind da einfach getrieben von unserer Art, weil wir lieben, was wir tun, dass wir die Dinge einfach kontinuierlich verbessern, um einfach unseren Kunden, unseren Anwendern immer einen Vorsprung zu geben. Also viele unserer Kunden, die mit uns fertigen, das Feedback kriegen wir immer, die sagen im Vergleich auch zu ihren Konkurrenten, haben sie einen riesen Vorsprung, wenn sie auf unsere Spanntechnik setzen. Und wie würdest du den Spagat beschreiben, den ihr zum Beispiel zwischen einem Standardprodukt und einem individuellen Kundenlösung seht? Weil ich sage mal, vielleicht ist es für euch schon noch Standard und andere sieht es schon als Sonderlösung. Ja, absolut, absolut. Also aus meinem Blickwinkel oder aus unserem Blickwinkel heraus, beides ist unheimlich wichtig. Also es gibt sich in etwa die Waage. Wir geben beides an unsere Kunden entsprechend weiter. Was man nicht vergessen darf, wir haben, und da sind wir, glaube ich, weltweit wirklich einzigartig, eine riesige Verfügbarkeit. Wir haben über 10.000 Katalogprodukte, die kann man im Katalog sich raussuchen, die kann man im Online-Shop bestellen oder dementsprechend über unseren Vertrieb. Die liegen bei uns im Lager. Das heißt, wenn der Kunde vormittags anruft, geht das Produkt noch am selben Tag raus. Die lassen sich natürlich auch mit irgendwelchen individuellen Anpassungen umsetzen. Das macht die Standardprodukte bei uns auch sehr spezifisch. Natürlich aber auch kommen oft die Kunden auf uns zu mit ihrem Werkstück, das sie uns zeigen und dann machen wir da einfach auch für die Serienproduktion die ideale Lösung draus. Also wir machen beides ist unheimlich wichtig. Ich habe es vorhin schon gesagt, viele Kunden, wenn die eine neue Maschine kaufen, setzen sie uns direkt drauf. Das ist dann oftmals direkt ab Lager das Produkt verfügbar, wenn sie einen anderen Durchmesser brauchen, einen anderen Spannkopf oder ähnliches. Das kriegen sie am selben Tag geliefert in einer High-End-Qualität im Mühbereich. Sprechen wir vielleicht nachher noch drüber. Bei uns, wir sprechen immer von den Müs. Genauso aber auch, wenn es eine individuelle Anwendung sein muss, weil der Kunde einfach Hilfe braucht, weil es da noch nichts gibt, dann kriegt er auch das von uns. Und welche Rolle würdest du sagen, spielt dabei der modulare Aufbau und ja, was fordert der Kunde dabei? Was ist für ihn wichtig? Also wir merken ganz, ganz stark, natürlich auch geprägt in den letzten Jahren, Stückzahlen verändern sich, wo wir früher vielleicht noch viel Serienfertigung bei den Kunden gesehen haben heute auch deren Kunden Ansprüche in verschiedene Produktausführungen, Teilefamilien werden größer und wir müssen uns anpassen. Ja, so ein Spannkopf natürlich prädestiniert, den wechsle ich mit der Wechselvorrichtung aus und ein, kann jeder, dauert nur kürzeste Zeit, das ist so die Grundmodularität, die wir haben, aber auch, wir sagen immer, das ist kein Futter. So ein Hainbuch-Produkt ist kein Futter, das ist ein System, weil ein System, das hat schon mal ganz andere Grenzen. Ja, bei uns kann man innerhalb von kürzester Zeit, also wir sprechen da wirklich innerhalb von einer Minute, kann man vorne Adaptionen draufsetzen, dann machen wir aus dem Außenspannmittel ein Innenspannmittel, was die zweite Stufe für mich der Modularität ist. Oder wenn der Kunde ganze Spannmittel tauschen will, dann machen wir das Ganze auch mit unseren Schnellwechselschnittstellen. Genauso ein Thema der Modularität und wenn wir hinter uns schauen, haben wir da auch noch einen Roboter. Das ist so ein bisschen auch ein technologischer Sprung, der sich derzeit am Markt auftut. Auch Roboter sind in der Lage, unsere Spanntechnik zu wechseln. Deshalb ist bei uns alles modular aufgebaut.
Und was ich so faszinierend finde, ist auch, dass, ich habe über Adaption oder Spannköpfe gesprochen, die passen nicht nur in das eine Produkt, die passen in alle Produkte. Es kann auf der auf der Schleifmaschine, auf der Fräsmaschine sein. Ich kann alles quer tauschen. Und das macht es natürlich mit der Modularität schon einzigartig, dass der Kunde oftmals vielleicht nur einen Spannkopf braucht, den aber in seiner ganzen Fertigung auf allen Maschinen einsetzen kann. Aber was würdest du sagen, wo gehen denn in Zukunft dann die Trends hin? Du hast schon gerade auf den Roboter gezeigt. Und ich meine, Trends haben natürlich auch Einfluss auf mein Produktportfolio. Ja. Das wird ja auch für euch eine Auswirkung haben. Was glaubst du, wo wird da in Zukunft der Fokus liegen? Ja, also wir haben natürlich auch eine große eigene Fertigung mit einer großen Fertigungstiefe, wo wir selber fertigen. Dementsprechend setzen wir natürlich auch viele unterschiedliche Fertigungsverfahren ein. Wir merken es im eigenen Haus, wir merken es bei Kunden. Die Roboter kommen in die Firmen. Manchen Firmen, da werden 3 Schichten mit dem Roboter gefahren, in anderen, da zählen wir auch dazu, manche Schichten werden von uns mit den Maschinenbedienern geführt. Und wenn wir dann wieder Stückzahlen haben, dann macht es der Roboter, die Teile einlegen oder ähnliches. Aber auch wir merken natürlich, die Stückzahlen werden kleiner. Und da ist es natürlich super sympathisch, auch wenn der Roboter mal ein Spannmittel wechseln kann. Aber wenn das nicht modular aufgebaut wird, kommen wir wieder zu dem vorherigen Thema, dann funktioniert es nicht. Ja. Wir machen jetzt so langsam den Übergang. Wir haben gerade von Trends gesprochen. Die neue Rubrik, die wir jetzt anschneiden wollen, ist zum Thema Wandel und Trends rund um das Unternehmen und auch Marktherausforderungen. Was glaubst du? Also wir haben gerade über Automatisierung gesprochen, dass die natürlich ein wichtiger Trend ist. Jetzt haben wir natürlich das Hype-Thema KI, Digitalisierung. Ja. Was glaubst du, was wird da demnächst noch so auf uns zukommen? Auch im Thema Spannmittelbereich. Ja. Also gerade im Thema Digitalisierung, da haben wir schon sehr, sehr früh begonnen. Unsere Spanntechnik, wenn wir jetzt gerade das Produkt auch vor uns anschauen, da ist Messsensorik drin. Also unsere Spanntechnik ist heute in der Lage, wir können Durchmesser von der Vorbearbeitung messen, wir können Prozesskräfte aufnehmen in Form von einer Anlagekontrolle am Werkstückanschlag. Wir können Spannkräfte genauso aufnehmen. Also das heißt, wir kriegen kontinuierlich im Fertigungsprozess, kriegen wir über die Sensorik Rückmeldungen, die wir in die Steuerung initiieren können, und dort können wir natürlich gegensteuern. Also wir merken zum Beispiel, wenn das Werkzeug verschlissen ist oder wenn das Teil von der Vorbearbeitung einfach nicht passt. Das können wir inline in der Maschine machen, das können wir natürlich auch außerhalb lagern. Das merken wir und das verarbeiten wir auch. Also für uns ist es heute ganz arg wichtig, wenn der Kunde mit unserer Spanntechnik und gerade mit der Messenden ein Teil herstellt, dann darf es kein Ausschussteil werden. Also der soll auch keinen Werkzeugbruch haben. Der soll zur richtigen Zeit sein Werkzeug wechseln, der soll effizient sein. Ich glaube, das nimmt rasant zu in den nächsten Jahren. Das ist nicht nur im privaten Bereich, wo man heute schon die Rollläden oder ähnliches steuert, das ist selbstverständlich. Das Ganze wird auch mehr und mehr Einzug in die Fertigungen haben. Wir sind gerüstet, wir haben da unheimlich viel Know-how in den letzten Jahren aufgebaut, sind da tief verankert, tief verwurzelt. Ich habe vorhin kurz auch von der hohen Fertigungstiefe gesprochen. Ist auch was, wo wir sehr stolz drauf sind. Die ganze Elektronik, die sich jetzt in solchen Produkten befindet, die machen wir im eigenen Haus. Also wir wissen ganz genau, was wir tun. Vorhin haben wir auch gesagt, wir lieben, was wir tun. Und wenn du da natürlich nah dran bist, dann findest du auch die Einsatzgebiete, wo du das Produkt maximal oder optimal einsetzen kannst. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf das Thema Automatisierung. Die Automatisierung ist in aller Munde. Ja, wir kommen gleich noch mal auf die EMO zu sprechen. Auch die EMO hat natürlich ein Hauptthema, ist das Automatisierung. Aber wir müssen natürlich auch ehrlich sein, es ist natürlich erstmal eine Investition. Weil das kostet natürlich auch erstmal Geld. Und das kann sich vielleicht auch im ersten Schritt nicht jeder erlauben oder leisten. Und ich muss erstmal Überzeugung liefern. Jetzt wäre für mich interessant zu wissen, wie ihr auf die Veränderung reagiert habt und wie ihr dann mit euren Kunden damit umgeht. Also gibt ihr Hilfestellungen zum Beispiel? Ihr müsst ihn ja auch erstmal überzeugen. Ja, also ich glaube, das ganze Thema Automatisierung kommt natürlich aus dem Blickwinkel der Serienfertigung. Irgendwo habe ich in der Vergangenheit Teile eingelegt, Teile wieder rausgeholt aus der Maschine. Serien werden kleiner, wir haben vorhin drüber gesprochen. Es gibt oft Teilefamilien, also irgendwelche Durchmesser ändern sich. Wenn man jetzt plakativ ein Zahnrad nehmen würde oder sowas, dann gibt es unterschiedliche Größen, dass man einfach mal ein Bild vor Augen hat. Und wenn ich das natürlich effizient auch automatisiert fertigen will, dann gehört natürlich auch dazu, dass ich das passende Spannmittel habe, also in Form von dem richtigen Spanndurchmesser. Wir haben da früh begonnen und früh auch unsere Erfahrungen gemacht, im Wechsel unserer Spannelemente in Form vom Spannkopf, den wir gewechselt haben, also sprich Außendurchmesser und Einfuttertiefe, haben da im Laufe der Zeit unheimlich viele Erfahrungen in Kundenprojekten gewonnen, und wir haben einfach gemerkt, der Anspruch ist einfach da, das ganze Spannmittel auch zu wechseln. Da sind wir dann vor einigen Jahren auf den Markt mitgegangen, machen heute damit unheimlich viele
Kunden glücklich und wir kriegen natürlich immer wieder das Feedback, die Kunden, die das umsetzen, die haben natürlich auch immer so verschiedene andere Faktoren im Kopf. Beispielhaft Fachkräftemangel. Also wohin geht das Ganze? Demografischer Wandel. Ich habe irgendwann vielleicht nicht mehr die Personen, die, ich sage mal, jahrzehntelange Erfahrung haben. Ich muss schnell darauf reagieren. Es gibt natürlich auch andere Länder, wo es noch schwieriger ist, Fachkräfte zu bekommen. Und ich kann natürlich auch in diese Länder Prozesse relativ einfach verlagern, indem ich eine Maschine mit einer Automatisierungslösung davor habe, die eingefahren ist, der Prozess ist stabil, kann ich das natürlich auch in andere Werke oder in andere Märkte transferieren. Jetzt möchte ich so langsam das Thema Trends verlassen, weil ich jetzt zu einem meiner Lieblingsthemen komme, nämlich die EMO, die ja jetzt im September stattfindet. Und das ist natürlich eine hervorragende Bühne, auch, sage ich mal, um Trends zu präsentieren und um zu zeigen. Ja. Was wird denn eure Kernbotschaft sein für die Messebesucher, wenn sie im September zur EMO auf euren Stand in Halle 3 I14 kommen? Ja, also ich glaube, das Marktumfeld ist derzeit nicht einfach. Das spüren wir jeden Tag. Es ist sehr herausfordernd. Botschaft ganz klar von uns. Also ich glaube, den Kopf darf man nicht in den Sand stecken. Man muss auf Messen gehen. Das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen. Man muss sich informieren. Man sucht vielleicht auch nicht immer nach der größten neuen Innovation, aber wenn man auf eine Messe geht, durch die Stände schlendert, jeder ist herzlich eingeladen zu uns auf den Messestand, plaudert dort mit dem Fachpersonal, besprecht Dinge, ja, optimiert eure Produktion, macht euch besser und oftmals sind Dinge, die man vielleicht nicht gekannt hat. Und das ist auch dieses Jahr so ein bisschen eins unserer Leitmottos, zudem, dass wir auch innovative Produkte dabei haben. Wir wollen ja mit schmalem Invest oder mit geringem Invest unsere Kunden besser machen, ja, Optimierungspotenziale auch wecken in Gesprächen, wo man mit relativ wenig Aufwand umsetzen kann, dass der Kunde einfach auch gegen sein Umfeld bestehen kann. Wir haben ja auch einige Trendthemen oder Fokusthemen, wie wir sie nennen, die wir auf der EMO hochfahren. Einmal das Thema Automation, auch ganz klar. Dann haben wir das Thema Digitalisierung, KI. Ja. Da würde ich jetzt ganz gerne ansetzen und würde dich fragen, welche Rolle spielt denn die Digitalisierung bei euch in der Prozessintegration? Weil das würde mich jetzt nochmal interessieren, zeigt ihr da auch was auf der EMO, worauf sich der Besucher freuen kann? Selbstverständlich. Also das Schöne ist ja, eine Messe ist eine Bühne, wo man seine Produkte auch zum Kunde hin präsentieren kann. Kunde und Unternehmen trifft sich. Wir haben natürlich Lösungen dabei, in jeglicher Form, was unsere Spanntechnik angeht, aber auch im digitalisierten Bereich, wie du es jetzt gerade angesprochen hast. Wir haben unsere IQ-Spanntechnik dabei. Also das sind unsere messenden Spannmittel, ob das Außenspannmittel sind, Innenspannmittel, die direkt auf der Maschine platziert werden können, also sozusagen inline im Prozess messen oder auch außerhalb. Ist auch ein Thema, was wir am Anfang gar nicht so wahrgenommen haben, aber es ist auch ein riesiger Wunsch des Kunden da, gerade wenn er einen automatisierten Prozess hat, vielleicht das Werkstück, das er von der Maschine nimmt, direkt dort noch im Umfeld vom Roboter zu prüfen, zu messen. Und auch dafür sind unsere Spannmittel mit der Messtechnik geeignet. Die lassen sich super von einem Roboter bestücken mit dem Werkstück, lassen sich auch rüsten. Wir können den Spannkopf auswechseln, haben sofort einen anderen Messdurchmesser, setzen viele, viele Kunden um. Zeigen wir natürlich auf der EMO auch, weil das für uns einfach ein Highlight ist, um die Leute zu inspirieren. Ein wichtiger Aspekt, auch wieder Fokusthema der EMO, wird sein natürlich das ganze Thema Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Sustainability. Ja. Was können wir da erwarten? Ja, also dann hat die Firma Hainbuch oder wir haben da immer so ein bisschen unseren eigenen Blickwinkel drauf. Wir sind der Meinung, wenn der Kunde sein Werkstück sehr, sehr schnell herstellen kann, also sehr schnell produzieren kann, wenn er Taktzeiten reduzieren kann oder auch Nebenzeiten in Form von Rüstzeiten, dann machen wir den Kunden sehr energieeffizient mit unseren Lösungen. Also an 2 Beispielen genannt, wenn wir es durch die Spannkopfspannung gerade in Form von Toplus schaffen, durch höhere Haltekräfte, höhere Vorschub, höhere Schnittwerte zu fahren, ist das Werkstück schneller fertig, die Maschine braucht weniger Energie und unser anderes großes Anliegen ist natürlich der Schnellwechsel. Das Schlimmste ist, wenn einer von Hand konventionell das Futter, sagen wir mal, die Schrauben lösen muss, das Futter vom Zuger entfernen muss, runterbauen muss, den Hallenkran suchen muss oder ähnliches und braucht dafür vielleicht, ich weiß nicht, 20, 25 oder 30 Minuten. Und wir hingegen machen es mit einem Schnellwechselsystem innerhalb von einer halben Minute. Man muss nichts mehr ausrichten, wir sind dann mühgenau. Dann sparen wir natürlich auch Energie, weil in der halben Stunde stand die Maschine, die Aggregate laufen, kostet den Kunden unheimlich Zeit und Energie. Wir haben bei unseren Besucherbefragungen, wir machen ja auch immer so eine Erhebung,
dass wir schauen, welche Besucherbranchen sind bei uns vertreten. Und da haben wir jetzt so eine leichte Verschiebung auch bei uns festgestellt, bei unseren Messen. Ich sage mal, Automobil rückt ein bisschen runter, der Maschinenanlagenbau rückt ein bisschen hoch. Gibt es spezielle Branchen, auch gerade auf der EMO, die ihr erreichen und ansprechen wollt? Habt ihr da einen Fokus? Absolut. Also wir sind grundsätzlich offen für alle Branchen, aber wir merken auch, es hat sich gewandelt. Luft- und Raumfahrt inklusive Defense, ob das die Medizintechnik ist, Heavy Duty, das sind natürlich alles Branchen, die mehr in den Fokus treten. Wenn ich jetzt vielleicht doch nochmal auf Automotive zurückgehe, wenn man sich heute die Elektrofahrzeuge anguckt, da sind natürlich kaum Störgeräusche wahrzunehmen, weil der Motor einfach nicht, also zumindest der Verbrennermotor nicht da ist, hat es natürlich auch Auswirkungen auf uns. Also sprich, das Getriebe muss leiser sein. Also wir fertigen ja Zahnräder auch mit unseren Spanndornen, die Ansprüche steigen. Also wir sind da in allen Branchen, deswegen meine ich, über alle Branchen stark vertreten, aber auch Themen wie Medical finde ich total spannend. Demografischer Wandel, haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Menschen werden älter und ich finde auch das sollte man so unterstützen, dass sie so lange wie möglich gesund oder zumindest sehr, sehr fit verbringen können. Und auch da haben wir viele, viele Lösungen. Wir sagen immer für die Ersatzteile, die auch wir benötigen können. Und dann merkt man schon Verschiebungen. Jetzt baue ich mir nochmal eine Brücke über den Mitarbeiter, den ich ja dann treffe, wenn ich euch auf der EMO besuche und wie ich heute hier durchs Haus gegangen bin, habe ich ja auch viele Personen kennengelernt, habe Hände geschüttelt und hatte einen Einblick in euer Unternehmen. Was würdest du sagen, macht eigentlich so den typischen Heimbuch-Mitarbeiter aus? Ist er eher ein Tüftler, ist er ein Teamplayer oder ist er ein Visionär oder ist er alles? Oder braucht ihr eine Mischung von allem? Ja, ich glaube, es ist alles. Wir haben natürlich unterschiedliche Leute. Ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, so die Grundbedingung ist, bei uns lieben die Leute, was sie tun. Also die haben die Verknüpfung zur Spanntechnik, aber auch wirklich zu erkennen, was der Kunde für ein Problem hat und ihm dann eine Antwort drauf zu geben, mit der er dann einfach seinen Arbeitsalltag sich erleichtert. Aber es sind oft auch einfache Dinge. Also ich sage jetzt mal Dinge, die einem vielleicht auch schon die Eltern in die Wiege legen. Also Zuverlässigkeit, dass man gegen gewisse Dinge eine Resilienz hat, dass man nicht aufgibt, dass man einfach Ärmel hochkrempelt, anpackt, gehört auch dazu. Das Schwiegerheim auch. Also vom Zugucken macht sich die Wäsche auch nicht. Ja, ich würde so langsam überleiten, vielleicht jetzt in die nächste Rubrik, die bei uns heißt Menschen und Fähigkeiten im Unternehmen. Ich habe da ja vorhin schon versucht, die Brücke zu bauen. Welche Fähigkeiten, egal jetzt ob fachlich wie menschlich, werden denn in Zukunft bei euch hier bei Heimbuch besonders gefragt sein? Ja, also wir haben hier am Standort und allgemein im Unternehmen eine sehr, sehr hohe Fertigungstiefe. Also bedeutet, wenn wir ausbilden, wir bilden ja eigene Leute aus oder bilden bestehende Leute weiter, dann spielt das natürlich eine große Rolle. Also wenn man da viele, viele Jahre zurückgibt, da gab es den Dreher, den Fräser. Wenn man heute überlegt, heute gibt es den 3D-Drucker und noch ganz, ganz andere Dinge. Wir vulkanisieren, wir machen unsere CFK-Spannmittel in einer eigenen CFK-Manufaktur, also sprich, die Leute müssen ein gewisses Engagement mitbringen, die müssen da wissbegierig sein, die kriegen von uns das ganze Know-how. Das sind schon so Themen, die uns sehr wichtig sind, ja. Das heißt, du hast es schon gerade so ein bisschen angeschnitten, für euch ist auch sehr, sehr wichtig die Aus- und Weiterbildung. Absolut, absolut. Ja. Also wir bilden sehr gerne aus. Es ist natürlich wunderschön, wenn man jungen Leuten eine Perspektive gibt, sie dann auch einbettet im Unternehmen. Wir haben bis zu 45 Azubis im Unternehmen und bilden natürlich auch alle Ausbildungsberufe aus, die man in der Technik hat, als auch, ich sage jetzt mal, in der Verwaltung. Ist uns wichtig, machen wir. Sehen wir einfach auch das sehen wir uns als Teil der Gesellschaft, das gehört einfach dazu. Da vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Während der EMO Halle 7 ist die Sonderschau Jugend. Da versuchen wir, Leute, die noch in der Berufsfindung sind, einfach dafür zu begeistern, wie toll unsere Branche ist. Ja, also man arbeitet an hochkomplexen Maschinen, an hochintelligenten Steuerungen und es ist nicht mehr wie früher, zu meiner Zeit in den 90er Jahren, wo wir gesagt haben, wir wissen in der Bude, nein. Also auch heute, wie ich hier bei euch reingegangen bin, wenn ich Präzision fertigen will, dann ist das sauber, dann ist das wirklich in eine absolut angenehme Atmosphäre und wie gesagt, allein das Gefühl zu haben, ich arbeite hier an einer Maschine, die ja locker mal mehrere 100.000 Euro kosten können, ist es wirklich, finde ich, nach wie vor ein toller Beruf, eine tolle Branche und ein tolles Umfeld.
Kann ich nur beipflichten, sehe ich auch so. Gut. Erstmal vielen Dank soweit. Der nächste Blog steht an, Community-Rubrik. Wir haben natürlich ein paar Fragen gesammelt aus der Community. Die würde ich dir jetzt ganz kurz stellen. Ja. Wie sieht es mit Garantiezeiten, Reparaturen und Ersatzteilbereitstellung für Heimbuch-Spannmittel aus? Gibt es bei Heimbuch Garantien zur Lieferbarkeit auch noch nach Jahren oder Ablauf des Spannmittels aus? Ja, die Frage ist hervorragend. Also das ist für uns selbstverständlich. Wir sind verfügbar, was das Thema Ersatzteile angeht, wirklich länger, wie wir es müssten. Der Kunde kriegt das bei uns auch noch nach Jahren. Wir sind oft damit nach vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten konfrontiert. Unsere Produkte haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard. Sprich, wir kriegen ganz, ganz oft Rückmeldung vom Kunde mit 15, 20 oder noch älteren, 15 oder 20 Jahre alten Produkten, wo er gerne Ersatzteil oder eine Reparatur möchte. Dann geht man natürlich auch mit dem Kunden in die Diskussion und sagt, hey, die Technologie, wo du da vielleicht einsetzt, die ist heute nicht mehr State of the Art, wechsel doch vielleicht vom runden Spannkopf auf den sechseckigen, um einfach die Vorteile zu haben. Das tun wir, ist für uns gar kein Thema, das gehört dazu. Also. Nächste Frage aus der Community. Gibt es für Spannmittel auch 3D-Modelle für die Kollisionsbetrachtung in CAD-CAM-Systemen zum Download? Selbstverständlich. Also findet man direkt bei uns auf der Internetseite oder in den typischen, sage ich jetzt mal, Webseiten, wo man das Ganze downloaden kann. Ist auch wichtig, sollte man auch tun. Wenn man einen Prozess gut plant im Vorfeld, gerade auch durch Kollisionsbetrachtungen, dann kann man auch optimieren. Da sprechen wir auch wieder dieses Thema an. Also nur wenn ich was optimiere, kann ich nachher das Maximale rausholen und das ist heute auch ganz normal, dass man das tut. Ja, lieber Stefan, wir kommen jetzt zu unserem CNC-Kochbuch, was wir ja in unserer Community veröffentlichen wollen. Und da wollen wir natürlich auch von dir ein Rezept mit reinbringen. Was isst du gerne? Was kommt bei dir auf den Teller? Ja, geht natürlich in unterschiedliche Nationalitäten, aber jetzt sind wir hier im Schwabenland. Ich glaube, da braucht man dann auch was Traditionelles. Ich hätte drauf gewettet. Jetzt ist die große Frage, was? Also ich würde ganz gerne Linsen mit Spätzle anbieten. Das ist so der Klassiker, der hier aus der Region kommt. Ist auch was, das kochen wir daheim, gemeinsam als Familie. Also gerade wenn es um die Spätzle geht oder sowas. Ich habe 2 kleine Jungs, die drücken dann gerne mal selber durch die Presse. Finde ich, macht auch Spaß, kann man gemeinsam kochen und ist total lecker. Ich kenne es ja in der Kombination für Nicht-Vegetarier mit Seidenwürstchen in der Tat. Ja, super. Ja. Also das ist immer das auch, was die Kinder festbauen, die Spätzle und die Seidenwürstle. Die Linsen bleiben dann bei den Eltern. Toll. Kommen wir abschließend noch, wir wollen natürlich gerne bei The Voice of CNC in der Community eine Verlosung anbieten. Ja. Und da hoffen wir auch, dass du ein kleines Geschenk für uns hast, was wir der Community anbieten können. Selbstverständlich, jetzt muss ich nur unter euer Geschenk reichen. Also wir lieben es immer, wenn wir die Kunden hier ins Haus bekommen, weil wir einfach merken, das festigt die Beziehung und vor allem die Kunden gehen hier am Abend, je nachdem, was es für eine Veranstaltung ist, oder am zweiten Abend gehen die nach Hause und nehmen unheimlich viele Eindrücke, Ideen mit. Und deswegen würden wir ganz gerne 2 Personen zu unserem nächsten Technologieforum einladen. Das findet im November wieder statt. Und da haben wir einfach auch ein Thema, das passt ganz gut auch zur EMO. Da geht es wirklich, wie kann ich optimieren, wie kann ich mit geringem Invest mehr Effizienz rausholen. Und deswegen wird man da ganz gerne zwei Personen einladen, die dann herzlich willkommen sind. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das finde ich ein ganz, ganz tolles Geschenk. Ich halte es mal hier in die Kamera, noch mal ganz kurz für die Community. Bevor wir zum Schluss kommen, Stefan, noch mal eine Aussage, die auf die Firma Heimbuch zutrifft. Ja, also man macht sich da im Vorfeld Gedanken und ich glaube, der Satz bringt es ganz gut. Ich nehme hier nochmal unseren Spannkopf in die Hand. Ich würde sagen, spannen mit Köpfchen. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Hat mir total viel Spaß gemacht. Liebe Community, ich hoffe, wir konnten euch einen interessanten Beitrag leisten und konnten euch die Firma Heimbuch ein bisschen näher vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter am Kanal bleibt und gleich noch von uns beiden ein Hinweis in eigener Sache. Wir beide würden uns freuen, wenn ihr zur EMO nach Hannover kommen würdet, vom 22.09. bis zum 26.09. Die Firma Heimbuch ist in Halle 3 I14, wenn ich mich richtig erinnere. Und solltet ihr noch eine Karte brauchen,
glaube ich, könnt ihr den Stefan oder die Firma Heimbuch anschreiben oder ihr geht über den Digital Showroom der Industriearena, fragt danach einen Besuchercode und die werden euch bestimmt einen zukommen lassen. In diesem Zusammenhang, lasst Späne fliegen. Wir sehen uns dann in Hannover. Bis dann.